Hallo Freunde! Es gibt ein Land im Nordwesten, welches wir schon seit langer Zeit mit den Motorrädern bereisen wollen. Die westlich von England und Wales im Atlantik liegende grüne Insel ist 470 Kilometer lang und 200 Kilometer breit und unterteilt sich in das vom Vereinigten Königreich regierte Nordirland mit der Hauptstadt Belfast und die Republik Irland, deren Hauptstadt Dublin ist. Jetzt wollen wir aber los. Begleitet uns auf unserem Roadtrip durch Irland. Wie immer beginnen wir unsere Reise im heimischen Ostfriesland. Den größten Teil der Etappe bis ins niederländische IJmuiden legen wir auf den gut ausgebauten Autobahnen zurück. Dann erreichen wir den Anleger, an dem die DFDS King Seaways bereits auf uns wartet. Das Einchecken verläuft schnell und unproblematisch und wir können gleich danach in den Bauch des Schiffes einfahren. Nachdem wir unsere Kabine bezogen haben, begeben wir uns auf das Sonnendeck, um uns das dortige Treiben anzusehen. Dann geht es los und wir verlassen den Hafen von IJmuiden bei schönstem Sonnenschein. Das Schiff wird uns jetzt über Nacht zum englischen Seehafen Newcastle upon Tyne bringen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist jetzt 8 Uhr und wir werden gegen 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Newcastle anlegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Morgen. Wir genießen unseren ersten Kaffee an Bord
und erspähen kurz darauf am Horizont die englische Küste. Ruhig liegt der Hafen vor uns, als die King Seaways den River Tyne hinaufgleitet. Nach einer kurzen Einreisekontrolle fahren wir in unseren ersten englischen Kreisverkehr. Bereits zum 4. Mal sind wir mit dem Schiff in Newcastle angekommen, aber noch nie haben wir uns diese Stadt genauer angeschaut. Das soll sich heute ändern und so haben wir die Tagesetappe bis zum Holiday Inn schnell hinter uns gebracht. Wir checken ein und machen uns sofort zu Fuß auf den Weg, die Stadt zu erkunden. Für die meisten Großbritannien-Reisenden ist Newcastle vor allem das Tor nach Schottland. Hier in der nördlichsten Großstadt Englands legen die Fähren an, auf denen man die Insel erreicht. Doch wer sich etwas mehr Zeit nimmt, Newcastle zu erkunden, wird überrascht sein, was die Stadt ihren Besuchern zu bieten hat. Sie ist eine quirlige Studentenstadt, in der Moderne und Geschichte hemmungslos aufeinanderprallen. Der Tyne wird von 7 Brücken dominiert, von denen jede kennzeichnend für die Zeit ist, in der sie gebaut wurde. Die neueste Brücke ist die postmoderne Millennium Bridge. Unser Fazit: Newcastle ist allemal eine Reise wert. Die heutige Tagesetappe verläuft quer über die englische Insel und führt uns direkt ins schottische Cairn Ryan, von wo wir am späten Nachmittag mit dem Schiff nach Belfast übersetzen wollen. Fast unbemerkt überqueren wir die Grenze zu Schottland und folgen später der Straße, die dem Ufer des Loch Ryan folgt. Frühzeitig erreichen wir den Anleger der Stena Line. Nach einiger Zeit gesellen sich immer mehr Motorradfahrer zu uns, die ebenfalls auf die irische Insel übersetzen wollen.
Nach erfolgreichem Boarding folgt die gut zweistündige Überfahrt mit der Stena Superfast. Dann öffnen sich die Luken und wir fahren die ersten Meter auf irischem Boden bis zu unserem schönen Hotel Tara Lodge. Den nächsten Tag widmen wir ausschließlich Belfast. Ausgehend vom Rathaus fahren wir in das Titanic Quarter, wo sich das Titanic-Museum befindet. Bereits von außen ist dieses architektonische Meisterwerk ein beeindruckender Anblick, denn seine Form erinnert an den Bug eines Schiffes, das mit 27 Metern genauso hoch ist wie einst der Rumpf der Titanic. Die 2012 eröffnete Besucherattraktion, die dem Gedenken an das 1912 gesunkene Passagierschiff Titanic gewidmet ist, liegt auf dem ehemaligen Gelände der Werft Harland & Wolff, die damals für den Bau des Schiffes verantwortlich war. Seinerzeit waren rund 1500 Menschen unter harten Bedingungen damit beschäftigt, die Titanic und ihr Schwesternschiff Olympic fertigzustellen. In der gesamten Ausstellung gibt es originale Exponate der Titanic wie Werbebroschüren, Briefe von Passagieren und Porzellan, das für das letzte Mittagessen der Reisenden aus der ersten Klasse genutzt wurde. Dann sitzen wir vor dem ehemaligen Dock der Werft und trinken genau an der Stelle unseren Kaffee, wo 1912 die Titanic gebaut wurde. Näher kann man Geschichte kaum sein. Und dann ist da noch die SS Nomadic. Sie war einst das Begleitschiff der Titanic für die Passagiere, die in Cherbourg zustiegen. Genau wie die Titanic wurde die SS Nomadic von Thomas Andrews entworfen. Bei einer Besichtigung über das Deck lassen sich zahlreiche Ähnlichkeiten zum einstigen Mutterschiff entdecken. Der Busfahrer unseres Hop-on, Hop-off-Busses gibt noch ein lustiges Ständchen zum Besten und dann fahren wir entlang der Peace Walls, die seit dem Nordirland-Konflikt 1969 die Wohngebiete pro-irischer Republikaner und pro-britischer Unionisten trennen. Weitere stumme Zeugen dieses Konfliktes, der erst 1985 mit dem anglo-irischen Abkommen beigelegt wurde, sind die vielen Wandgemälde, die sogenannten Murals.
Wir erreichen wieder die Innenstadt und spazieren vorbei am Albert Memorial Clock Tower durch die Einkaufsstraßen der Stadt. Dann erreichen wir am Donegal Square wieder das Rathaus. Dieses prächtige Gebäude mit seinem grünen Gürtel wurde vor gut 100 Jahren im Renaissance-Stil erbaut. Auf der östlichen Seite entdecken wir den Titanic Memorial Garden, der an die 1512 Menschen erinnert, die 1912 auf der Titanic ums Leben kamen. Heute, an unserem 5. Tag, brechen wir von Belfast auf, um an der Westküste den Ort Sligo zu erreichen. Dabei durchqueren wir Irland einmal von Ost nach West. Das Zentrum von Irland ist eher flach und ähnelt den schottischen Lowlands. Wir erreichen das Navan Fort. Hier kann man sehen, wie vor über 2000 Jahren gelebt wurde und eine eisenzeitliche Behausung eines keltischen Clans besichtigen. Nach einem kleinen Picknick steigen wir wieder auf unsere Bikes und genießen die irische Landschaft im Inneren des Landes. Wir erreichen den Lough Gill im Nordwesten Irlands, der zwischen Hügeln und Bergen verborgen, unweit von Sligo liegt. An seinem östlichen Ufer überblickt das Parks Castle auf das ruhige Wasser des Sees. Die Burg aus dem 17. Jahrhundert ragt bereits gut sichtbar aus der Ferne empor. Parks Castle beeindruckt uns mit seinen mächtigen Wänden und wehrhaften Türmen.
Wir setzen die Fahrt weiter fort und erreichen nach wenigen Kilometern Sligo, die Hauptstadt der irischen Grafschaft Sligo. Direkt am Wild Atlantic Way mit der Küste im Westen und grünen Seenlandschaften im Osten liegt Sligo am Garavogue River. Die Sonne scheint, als wir Sligo wieder verlassen. Heute werden wir zunächst das County Mayo durchqueren und dann den Weg durch den Connemara Nationalpark bis Galway fortsetzen. Am Lough Conn finden wir einen schönen Rastplatz und nutzen diesen für ein kleines Picknick. Das County Mayo im äußersten Westen von Irland ist eine der unterschätzten Perlen der grünen Insel und birgt zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Dabei zeichnet sich die Grafschaft durch eine landschaftliche Schönheit aus, die im Gegensatz zu anderen Regionen viel ihrer wilden Ursprünglichkeit behalten hat. Wir durchfahren den Ort Ballina, der am Ufer des River Moy liegt. Dann einmal kurz abgebogen und schon befinden wir uns wieder auf den schmalen Straßen, die durch die wilde, grüne Landschaft Irlands führen. Jetzt erreichen wir den hübschen Ort Westport, der am Südostende der Clew Bay liegt. Das Schöne an Irland ist, dass man einfach um eine Kurve biegt und wieder etwas Neues entdecken kann. Und dann ist er da. Der Berg Croagh Patrick, der als Wallfahrtsstätte zu Ehren des heiligen Patrick gilt. Und auch sie sind wieder da. Die tollen Ausblicke auf den Atlantischen Ozean, die den Wild Atlantic Way so berühmt gemacht haben. Hier biegt der Wild Atlantic Way ins Landesinnere ab und am Horizont erspähen wir die ersten Berge. Wenig später befinden wir uns im Dulach Valley und der Wind beginnt böig zu werden. Wieder einer dieser Kurvenmomente. Vor uns liegt in faszinierender Kulisse das Lough Dhu. Dann erreichen wir die Arsleek Falls und leider beginnt es auch zu regnen.
Nach weiteren 20 Kilometern erreichen wir in der Abgeschiedenheit der Region Connemara Culmore Abbey am Lough Pollackapple mit seinen viktorianischen Gärten. Heute die Heimat einer Gemeinde von Benediktinernonnen. Wir wärmen uns bei einer Tasse Kaffee auf und werfen noch einmal schnell einen Blick auf die schöne Abbey, die wir gerne noch intensiver besucht hätten. Aber 10 Grad Außentemperatur und Dauerregen verderben uns den Spaß. Und so steigen wir wieder auf unsere Motorräder, um unser Tagesziel Galway zu erreichen. Nachdem wir unsere Bikes im Parkhaus untergebracht haben, beziehen wir unser warmes Hotelzimmer. Heute haben wir den ganzen Tag für Galway zur Verfügung. In der Wilde Street entdecken wir die Statuen von Oscar Wilde und Eduard Filde, deren Bekanntschaft wir bereits im estnischen Tartu gemacht haben. Das Latin Quarter ist das kulturelle Herz der Stadt und beherbergt viele der familiengeführten Geschäfte, Pubs, Restaurants und Hotels. Der Spanish Arch war einst Teil der Stadtmauer, die Galway umgab. Diese wurde im 16. Jahrhundert weiter ausgebaut, um den Kai zu schützen. Wir folgen dem River Corrib, der durch die Stadt fließt, um schließlich in die Galway Bay zu münden. Dafür wurde ein sehr schöner Fußweg entlang des Ufers angelegt. Dann erreichen wir die Kathedrale von Galway, die im Stil einer klassischen Basilika erbaut wurde. Prägend für den Außen- und Inneneindruck ist der grau-schwarze, unverputzte Werkstein. Mit dem Bau der Kathedrale wurde 1958 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte 1965. Wir laufen in den etwas außerhalb liegenden Stadtteil Salt Hill. Hier befindet sich ein schöner, langer Badestrand, der von Hotels und Pubs gesäumt ist. Zurück im Latin Quarter sind schon deutlich mehr Menschen unterwegs als am frühen Morgen. Viele der Pubs bieten hier täglich oder zumindest regelmäßig Live-Musik an. Nach dem heutigen Fußmarsch haben wir den leckeren Burger dann auch wirklich verdient. Nach dem reichhaltigen Frühstück geht es für uns heute wieder auf die Straße. Die heutige Tagesetappe führt uns in die Stadt Killarney im County Kerry. Hier werden wir für 3 Nächte bleiben.
Nach nur 30 Kilometern erreichen wir Dungar Castle, das malerisch am Ufer der Galway Bay auf einem Felsvorsprung thront. Das Castle war nie eine Burg im militärischen Sinne, sondern ein typisches Towerhouse des 16. Jahrhunderts. Dann erreichen wir den Burren Nationalpark im County Clare. Es handelt sich hierbei um eine Karstlandschaft, die vor allem für seine ausgedehnte kahle Felslandschaft bekannt ist. Die Straße steigt langsam an und wir erreichen den Parkplatz einer Sehenswürdigkeit, die sogar zum UNESCO Global Geopark ernannt wurde. Die Rede ist von den Cliffs of Moher. Sie sind die bekanntesten Steilklippen Irlands und stehen so gut wie auf jeder To-Do-Liste eines Irlandbesuchers. Die Klippen ragen an vielen Stellen nahezu senkrecht aus dem Atlantischen Ozean und erstrecken sich über mehr als 8 Kilometer. Am Südende haben sie eine Höhe von ungefähr 120 Meter. Nördlich des O'Brien's Tower erreichen sie sogar 214 Meter. Im Sommer sind die Klippen eine stark besuchte Touristenattraktion, was sich aber zu unserem Reisezeitpunkt im Mai in Grenzen hält. Wir folgen der rauen Atlantikküste weiter auf dem Wild Atlantic Way, bis wir die kleine Ortschaft Kilkee erreichen. Während der Urlaubssaison ist sie ein lebendiger Küstenort, was sie sicherlich auch dem tollen Strand verdankt, an dem wir eine kurze Rast einlegen. Bei Killymare nehmen wir dann die Fähre nach Tarbert, um dort den River Shannon zu überqueren, der hier die natürliche Grenze zwischen dem County Mayo und dem County Kerry bildet.
Am späten Nachmittag erreichen wir dann unser komfortables Hotel in Killarney. Mehr als 120 Quadratkilometer wilde Natur umgeben die Stadt Killarney. Die Iren nennen sie The Town in the Park, denn der Ort liegt mitten im paradiesischen Killarney Nationalpark. Diesen und den Ring of Kerry wollen wir heute mit unseren Motorrädern befahren. Nach der Stadtgrenze ist man sofort im Grünen. Und so sind es auch nur 8 Kilometer bis zum Torque Waterfall. Dabei handelt es sich um einen Wasserfall am Fuß des Torque Mountain, den wir nach einem kurzen Fußmarsch vom Parkplatz aus erreichen. Dann fahren wir weiter durch den ältesten Nationalpark Irlands, der mit einer wunderschönen Landschaft auftrumpft. Wir erreichen den Ladies View. Ein Aussichtspunkt mit toller Aussicht auf den Upper Lake. Bei Kenmare erreichen wir dann den Einstieg auf den Ring of Kerry, der bekannten Panorama-Küstenstraße, die um die Everec-Halbinsel herumführt. Die 179 Kilometer lange Rundstrecke führt durch zerklüftete und grüne Küstenabschnitte sowie ländliche Küstenorte. Immer wieder bieten sich uns spektakuläre Aussichten auf das türkisfarbene Meer. Wir erreichen den Kumaqista Pass, der bis auf 215 Meter Höhe ansteigt und eine unbeschreibliche Aussicht auf die Derrynane Bay bietet. Leider dominieren heute die tiefstehenden Wolken, die nicht nur eingeschränkte Sicht, sondern auch kalte Luft mit sich führen.
Die atemberaubende blaue Färbung des Meeres im Kontrast zum kräftigen Grün begeistert uns immer wieder aufs Neue. Dann erreichen wir wieder unseren Basisort Killarney, dessen wichtigster Wirtschaftszweig mit Abstand der Tourismus ist. In der Republik Irland verfügt lediglich die Hauptstadt Dublin über mehr Hotelbetten. Heute ist leider für den größten Teil des Tages Regenwetter gemeldet. Und so fällt unsere geplante Rundtour über die Dingle-Halbinsel leider ins Wasser. Dann steht Bambi plötzlich vor uns im Gebüsch. Wir stehen uns in 3 Meter Abstand gegenüber und beäugen uns gegenseitig sehr neugierig. Unser Regenziel ist heute Ross Castle. Die Burganlage, die fußläufig von unserem Hotel auf einer Halbinsel am Ostufer des Loch Lean liegt, war früher der Stammsitz des O'Donoghue-Clans. Ross Castle ist mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen aus dem 16. und 17. Jahrhundert ausgestattet und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Auf dem Rückweg nehmen uns Jesse, ein ortsansässiger Ponyman, und seine treue Stute Maggie mit in den Ort. Jesse erzählt uns, dass die vielen wild wachsenden Rhododendren in Irland eine Plage seien. Wie die Engländer, fügt er noch augenzwinkert hinzu. Die würde man auch nicht mehr loswerden. Jesse setzt uns am Ende des Parks ab und nach einem freundlichen Bye-bye laufen wir zur Marienkathedrale. Mit einer Turmhöhe von 87 Metern ist sie die drittgrößte Kathedrale in Irland. Am Nachmittag bessert sich das Wetter ein wenig und wir beschließen noch, das Gap of Dunloe zu befahren. Was für ein Glück, denn das Gap of Dunloe ist unserer Meinung nach einer der schönsten Flecken Irlands. Es handelt sich um einen schmalen, etwa 11 Kilometer langen Gebirgspass im Osten der Region Dunloe. Der dort hinabfließende Fluss Lowe speist auf dieser Strecke 5 Bergseen. Die Passstraße ist öffentlich befahrbar, auch wenn die ortsansässigen Kutscher das Gerücht pflegen, dass die Straße nicht öffentlich sei, um so Touristen von einer Durchfahrt auf eigene Faust abzuhalten und ihr Geschäft zu steigern. Allerdings ist die Strecke einspurig und es ist jederzeit mit Gegenverkehr zu rechnen.
Dann erreichen wir das Muckross House, das in den Jahren 1839 bis 1843 in malerischer Lage am Ufer des Muckross Lake errichtet wurde. Das beeindruckende Anwesen ist eines der bedeutendsten viktorianischen Herrenhäuser Irlands und eine beliebte Sehenswürdigkeit in der Grafschaft Kerry. Den Tag beenden wir in der Killarney Brauerei mit dem ein oder anderen leckeren Bier aus lokaler Produktion. Heute brechen wir unsere Zelte in Killarney wieder ab, um an der Südküste entlang bis nach Waterford zu fahren. Etwa auf halber Strecke und 20 Kilometer hinter Cork erreichen wir die Old Middleton Whisky Distillery, die weltweit für ihren Jameson Whisky bekannt ist. Außerdem wird hier der Whisky für den berühmten Baileys Irish Cream Likör hergestellt. Da wir ja mit dem Motorrad unterwegs sind, können wir leider keinen Whisky probieren. Deshalb verzichten wir schweren Herzens auf eine Führung und begnügen uns mit einer Besichtigung des Freigeländes und des angeschlossenen Shops. Die Südküste wird von den Einflüssen des Golfstroms geprägt. Subtropische Pflanzen wie Palmen, riesige Fuchsienhecken und Rhododendronhaine sorgen für eine südlich anmutende Atmosphäre. Dann erreichen wir unser Hotel in Waterford. Waterford ist ein Seehafen und die älteste Stadt des Landes. Teile des mit einer Mauer umgebenen Ortskerns, der 914 von den Wikingern gegründet wurde, sind bis heute erhalten. Im Mittelalter war Waterford nach Dublin die zweitwichtigste Stadt in Irland.
Ein neuer Tag bricht an und heute soll es von Waterford in die Hauptstadt Dublin gehen. Nach kurzer Zeit erreichen wir das Gebiet der Wicklow Mountains. Dabei handelt es sich um einen Gebirgszug, der in Süd-Nord-Richtung über die Grafschaften Wexford und Wicklow direkt bis in den Süden Dublins verläuft. Hier erwartet uns ein ganz besonderes Highlight dieser Etappe. Etwa 40 Kilometer südlich von Dublin gelegen, befindet sich der Ort Glendalough, zu Deutsch Tal der zwei Seen. Er ist bekannt für seine Klostersiedlung, eine der berühmtesten der Insel. Der heilige Kevin zog sich im 6. Jahrhundert hierhin zurück. Er wollte im Einklang mit der Natur und zurückgezogen leben. Doch daraus wurde leider nichts. In alten Überlieferungen wird berichtet, dass bereits im 12. Jahrhundert mehr als 3000 Menschen im Tal lebten und dort 7 Kirchen standen. Das auffälligste Monument der verstreuten Klosteranlagen ist der 33 Meter hohe Rundturm, welcher um 1066 während der Wikinger-Invasion errichtet wurde, um die religiösen Reliquien, Bücher und Kelche zu schützen. Wir laufen noch zum Upper Lake und genießen die schöne Natur. Irland wie aus dem Bilderbuch. Dann führt uns unsere Reise weiter durch die Wicklows in Richtung Dublin. Wir erreichen unser Hotel in Dublin und erhalten fußläufig einen ersten Eindruck dieser Stadt. Unser Hotel liegt direkt an der O'Connell Street, der Hauptverkehrsstraße der irischen Hauptstadt. Hier befindet sich auch eines der Wahrzeichen Dublins, The Spire. Die Edelstahlnadel hat eine Höhe von 121 Metern. Wir besuchen die Teeling Distillery, die sich am New Market Square befindet und 2015 gegründet wurde. Das Unternehmen beruft sich in seiner Kommunikation auf die Tradition von Walter Teeling,
der 1782 eine Brennerei in Dublin gründete. Heute wird das Unternehmen von den Nachfahren Jack und Stephen Teeling geführt und verfügt über moderne Produktionsanlagen, die auch besichtigt werden können. Im Anschluss überzeugen wir uns gerne persönlich vom Ergebnis. Jetzt wird es Zeit, das Getränk zu wechseln. Und so begeben wir uns schnurstracks zum Guinness Storehouse. Ursprünglich war das Gebäude eine ehemalige Produktionsstätte. Es wurde 1904 im Stil der Chicagoer Schule fertiggestellt. Im Erdgeschoss findet man zunächst einen riesigen Fanshop, der vom Sticker bis zur Bekleidungskollektion alles mit dem Aufdruck Guinness zu bieten hat. Eigentlich ist das Guinness Storehouse ein Museum, das über 7 Stockwerke von der 250 Jahre alten Geschichte der Familie Guinness, der Herstellungsprozesse und Vertriebswege erzählt. Das Thema Guinness wird dem Besucher hier sehr anschaulich und informativ nähergebracht. Im Dachgeschoss des Hauses befindet sich die Gravity Bar. Hier erhält man das im Eintrittspreis enthaltene Pint Guinness und kann es bei einem 360-Grad-Panoramablick über Dublin genießen. Dann erreichen wir ein weiteres Wahrzeichen Dublins. Die Halfpenny Bridge aus dem Jahr 1816, die im Zentrum mit 43 Metern den Fluss Liffey überspannt und dabei den Stadtteil Temple Bar mit dem Bachelor's Walk verbindet. Das lebhafte Szeneviertel Temple Bar ist von gepflasterten Fußgängerstraßen durchzogen und bietet jede Menge Restaurants und gut besuchte Pubs, die oft auch Live-Musik anbieten. Dann erreichen wir das Trinity College, das wohl eines der altehrwürdigsten Universitäten Irlands ist. Die Universität hat nicht nur weltbekannte Dichter, Denker und Politiker hervorgebracht, sondern beherbergt auch noch die berühmte Bibliothek. Der Long Room der auf das Jahr 1732 datierten Bibliothek misst 65 Meter und beherbergt rund 200.000 alte Texte. Darunter das wertvolle Book of Kells. Gegenüber der Zentralbank läuft die Church Lane direkt auf die Bronzestatue der fiktiven Fischhändlerin Molly Malone zu. Und am Rande des Marion Square Parks schaut Oscar Wilde auf die Besucher herab. Vorbei an zahlreichen der berühmten Dublin Doors begeben wir uns wieder in unser Hotel.
Erneut beginnt ein weiterer Tag in Dublin mit dem Thema Whisky. Dieses Mal besuchen wir die Old Jameson Distillery in der Bull Street. Wobei gleich einschränkend gesagt werden muss, dass die Betonung auf Old liegt. Die Brennerei im Stadtteil Smithfield wurde bereits 1971 stillgelegt. Allerdings erfährt der Besucher auf der professionell und unterhaltsam vorgetragenen Tour durch die alte Brennerei viel Interessantes und Wissenswertes über die Whiskyherstellung. Viele interaktive Darstellungen und ein ausführliches Whisky-Tasting runden die wirklich interessante Tour ab. Und wo lässt sich das Gelernte besser umsetzen als im Kneipenviertel Temple Bar? Der gleichnamige Pub Temple Bar beherbergt die größte Whisky-Sammlung Irlands. Und sobald sich die Tür öffnet, hört man traditionelle irische Live-Musik. Mit einem Besuch von Dublin Castle begibt man sich ganz weit zurück in die Geschichte Dublins. Gleich nach der Eroberung Irlands 1171 richteten sich die Anglo-Normannen hier auf einem Hügel südlich der Liffey mit einer befestigten Anlage dauerhaft ein. Dass das Dublin Castle heute nur noch entfernt an eine mittelalterliche Ritterburg erinnert, liegt daran, dass ein Großteil der Anlage 1684 bei einem verheerenden Brand zerstört wurde. Statt eines Wiederaufbaus entschied man sich, der Zeit angemessen, für einen Neubau im Stil eines Palastes. Direkt neben dem Palast liegt Dublin Garden. Er markiert in etwa die Stelle, an dem sich früher das natürliche Becken befand, in dem die Wikinger ihre Langboote festmachten und die Stadt ihren Anfang nahm. Nicht weit davon entfernt stößt man auf die Christ Church Cathedral. Sie gilt als die älteste Kathedrale der Stadt und wurde von 1172 bis 1240 am Ort einer einstigen hölzernen Wikingerkirche aus dem Jahr 1038 errichtet. Heute verlassen wir Dublin wieder und fahren am frühen Morgen durch die fast leeren Straßen zum Fähranleger der Irish Ferry Line, um nach Holyhead in Wales überzusetzen. Das Boarding klappt auch hier wieder ohne Probleme und die Dublin Swift braucht bei einer Höchstgeschwindigkeit von 63 km/h ca. 2 Stunden für die Fahrt über die Irische See. Wir erreichen Holyhead und werden in Wales von schönstem Sonnenschein empfangen.
Da wir heute die Ballungsräume um Manchester und Leeds passieren müssen, kommen wir wegen des starken Verkehrs erst gegen 18 Uhr in York an. Heute reicht unsere Motivation leider nur noch für ein Abendessen und einen kleinen Spaziergang. Aber morgen werden wir York ausführlich entdecken. Versprochen. Guten Morgen, da sind wir wieder. Frisch und ausgeschlafen wollen wir heute York erkunden. York lebt und atmet Geschichte. Die Stadt an der Mündung des Flusses Ouse liegt etwa 40 Kilometer von Leeds entfernt und bietet auf seiner relativ kleinen Fläche, besonders für historisch Interessierte, viele Anlaufstellen. Umrundet von mittelalterlichen Mauerbauten, die Besucher begehen können, ist York vor allem für seine sogenannten Snickleways bekannt, die das Stadtbild prägen. Die Snickleways sind sehr enge Gassen, die oft nicht breit genug für Fahrzeuge sind und zu Dutzenden seit dem Mittelalter die Stadt durchziehen. Über all dem thront das imposante York Minster, Englands größte mittelalterliche Kirche, mit seiner riesigen Fensterwand, die Besucher aus aller Welt in seinen Bann zieht. Die Kelten, Römer, Wikinger und Normannen herrschten in York. Und die ewige Stadt, wie York ebenfalls genannt wird, erlebt im Laufe seiner Vergangenheit viele Herrscher, epische Schlachten und Kulturverschmelzungen. Wir erreichen die York Museums Gardens, die sich über eine Fläche von 4 Hektar des ehemaligen Geländes der St. Mary's Abbey erstrecken. Ebenfalls findet man dort das Hospitium aus dem 14. Jahrhundert. Am späten Nachmittag verlassen wir York, um zur 40 Kilometer entfernten Stadt Kingston upon Hull zu fahren, von wo wir die Rückreise nach Rotterdam antreten werden. Ohne lange Wartezeiten können wir auf die Pride of Hull der P&O Line auffahren.
schnell noch die Motorräder verzurren und die Kabine beziehen und dann starten wir zur 4. und letzten Fährüberfahrt auf dieser Reise. Irland war ein tolles und abwechslungsreiches Reiseziel, das uns mit seinen vielfältigen Landschaften, quirligen Städten und seinen freundlichen Menschen immer in Erinnerung bleiben wird. We don't face these hills